Das Leben beginnt auf alle Fälle in einer Zelle. Manchmal endet's auch bei Strolchen in einer solchen. Damit möchte ich euch begrüßen zu meinem Vortrag und es geht um die Zelle. Die Zelle, das ist für mich wie eine große Stadt. Es gibt Proteine und die haben alle verschiedene Berufe. Es gibt einen Bürgermeister, Lkw-Fahrer und es gibt Müllmänner. Und mit einem dieser Müllmänner habe ich mich beschäftigt. Er heißt Katepsin D. Ich nenne ihn aber auch gerne Kali. Und Kali arbeitet auf dem Schrottplatz. In der Zelle heißt das Lysosom. Und bevor er im Lysosom ankommt und anfängt zu arbeiten, hat er schon einen ganz schönen Weg hinter sich. Und den habe ich mir angeguckt. Er wird als allererstes zusammengebaut. Dazu gibt es einen Bauplan, der liegt im Zellkern und er wird Stück für Stück zusammengesetzt. Am Anfang ist er noch eingepackt. Das heißt, er ist inaktiv und kann noch gar nicht arbeiten. Außerdem hat er eine sogenannte Signalsequenz. Und diese Signalsequenz könnt ihr euch vorstellen wie so ein Adressaufkleber. Die klebt bei ihm auf der Stirn und sagt Lysosom. Das heißt, die Zelle weiß, wo er hin soll und transportiert ihn ins Lysosom. Im Lysosom angekommen, wird die natürlich als erstes entfernt. Er ist ja angekommen. Als nächstes wird die Verpackung entfernt. Das heißt, er ist aktiv und kann arbeiten. Ja, aber was arbeitet er? Er bekommt Proteine, alte Proteine, kaputte Proteine und die zerschneidet er. Das sorgt dafür, dass zum einen die Zelle nicht vollgemüllt ist mit alten und kaputten Proteinen und zum anderen entstehen so neue Rohstoffe, aus denen wieder neue Proteine gebaut werden können. Ich habe mir verschiedene Techniken zunutze gemacht, um mir das anzugucken. Eine davon ist der Western Blot. Und dieser Western Blot sortiert Proteine nach ihrem Gewicht. Da laufen die zum Beispiel durch so ein Gel durch, dann kommen noch ein paar andere Schritte und am Ende haben wir oben hängen geblieben die schweren Proteine und unten die leichten. Das sieht dann bei uns im Labor so aus. Wir sehen hier angefärbt unseren Kali. Und unser Kali hat ja eine inaktive Form, die ist schwerer, die ist verpackt und die ist oben. Und eine leichtere, die ist unverpackt und aktiv. Und wenn es gut läuft, dann ist es so wie auf der linken Seite. Da gibt es ja wenig von dem Inaktiven und viel von dem Aktiven. Wenig oben, viel unten. Wenn ihr weiter nach rechts guckt, seht ihr, dass oben viel ist und unten wenig. Das heißt, es gibt viel von dem Inaktiven, aber wenig von dem Aktiven. Zusätzlich habe ich mir angeguckt, ob Kali es überhaupt ins Lysosom schafft. Dazu habe ich ihn grün leuchtend angefärbt und das Lysosom in rot. Dann habe ich Fotos von den Zellen gemacht und die sehen so aus. Hier auf der linken Seite seht ihr so gelbe Punkte und das heißt, das rote und das grüne Signal überlagern sich. Das heißt, Kali hat es ins Lysosom geschafft. Auf der rechten Seite seht ihr kein Gelb, sondern Rot. Das heißt, Kali ist überall in der Zelle, aber nicht im Lysosom. Als letztes habe ich mir die Aktivität angeschaut. Dazu habe ich quasi einen Knicklichttest gemacht. Ihr kennt bestimmt diese Knicklichter, man knickt sie und sie fangen an zu leuchten. Für Kali war es eher ein Schnittlichttest. Das heißt, er hat ein Protein bekommen und wenn er es geschnitten hat, hat es angefangen zu leuchten. Und dieses Leuchten können wir messen. Hier seht ihr auf der linken Seite vom Diagramm, wo es gut funktioniert hat. Denn da haben wir 100% Aktivität. Wir haben ganz viel Leuchten gemessen. Auf der rechten Seite
ist viel weniger Aktivität. Das heißt, wir konnten viel weniger Leuchten feststellen. Ja, und jetzt habe ich irgendwie immer gesagt, manchmal ist es so, manchmal ist es so, in den Zellen läuft es gut, in denen läuft es nicht so gut. Aber warum ist das so? Das liegt an Mutationen. Und Mutation heißt, es gibt einen Fehler im Bauplan. Das heißt, an irgendeiner Stelle wird Kali nicht richtig zusammengesetzt. Und mit 4 von diesen Mutationen habe ich mich in meiner Bachelorarbeit besonders beschäftigt. Und zwar mit denen hier. Die bei mir wirklich so in der Bachelorarbeit stehen, die stehen links. Das ist ein Code. In der Mitte stehen Zahlen, die sagen uns, wo die Mutation ist. Und außen die Buchstaben sagen uns, wie sie aussieht. Allerdings finde ich es ziemlich mühsam, sowas zu sagen wie R399H. Deswegen habe ich den Mutationen auch Namen gegeben. Für mich heißen sie jetzt Arni, Janni, Rudi und Willi. Und was ich über die 4 rausgefunden habe, das möchte ich euch erklären mit einem kleinen Freund, den ich mitgebracht habe. Ja, ich habe euch heute Karlchen mitgebracht. Begrüßt ihn mit mir. Ja, hallo zusammen, ich bin Karlchen und ich möchte direkt betonen, ich bin keine Laborratte. Ich bin eine Forschungsmaus. Ich bin studiert und ausgebildet. Ich bin ein wichtiger Bestandteil der Forschung. Ja, Karlchen, das bist du. Vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung. Ich bin nämlich schlau. Auch das bist du, ja. Und das wirst du uns auch bestimmt beweisen. Ja, aber das klang jetzt schon ein bisschen ironisch. Ach, Karlchen, du weißt doch, wie ich das meine. Du beweist uns einfach, wie schlau du bist, indem du das uns erklärst, wie das mit den Mutationen war, an denen ich gearbeitet habe. Klar, Moment, muss kurz überlegen. Ja, das war Änderung der Primär-, damit Sekundär- und Tertiärstruktur, Änderung der Funktionalität der Protease. Ja, da hast du recht. Aber ich habe mir das so ein bisschen anschaulicher vorgestellt. Okay. Vorschlag. Du bist jetzt mal unser Kali und zeigst uns, wie du so arbeitest. Klar, kriege ich hin. Ich werde erstmal hergestellt. Da bin ich. Ich bin verpackt, also inaktiv. Und ich habe eine Signalsequenz. Richtig, dein Adressaufkleber. Und was sagt der dir? Lysosom, das ist hier. Ja, dann kannst du mich ja jetzt aktivieren. Mache ich. Und dann gib mein Alpha-Synuklein her. Ich will mein Alpha-Synuklein. Kriegst du. Fertig. Alles fertig. Sehr gut. Hat alles wunderbar geklappt. Aber ich glaube, ich muss eine Sache erklären. Alpha-Synuklein, das ist ein kleines Protein und das kommt eigentlich in Nervenzellen vor. Und es neigt dazu, sehr leicht zu verklumpen. Deshalb muss es möglichst schnell und effektiv zerschnitten werden. Ja, wissen wir doch alle. Können wir jetzt die Mutationen machen? Klar. Mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, Arni. Alles klar. Zeig uns Arni. Moin zusammen. Ich bin Arni. Ja. Und ich muss ins Lysosom. Ja, welcher Dösbaddel hat denn das hier verhauen mit der Adressaufkleberbeschreibung? Mann. So, jetzt aber Aktivierung bitte. Und Alpha-Synuklein her. Ja, löppt. Ja, löppt. Das hat ja jetzt alles ganz gut funktioniert. Jo. Aber wir wollen ja noch mehr Mutationen zeigen. Jo, machen wir Willi. Alles klar, machen wir Willi. Willi, der ist nämlich ein echter Kumpel. Ich mag Willi. Ja, hallo zusammen, ich bin der Willi. Ja, und ich muss wir müssen hin. Großes Problem.
Das Protein ist total verknäult. Aber sagen wir mal, die Zelle bekommt es trotzdem hin, dich ins Lysosom zu transportieren. Ja, Lysosom, da sind wir. Jetzt bitte Aktivierung. Bisschen schwieriger. Ja, in Alpha-Synuklein bitte. Ja, sag mal, willst du mich verkackeiern oder was? Das geht nicht, das kann ich nicht. Ich bin fertig hier. Keine Chance für Willy. Aber Karlchen, magst du noch mal wiederkommen? Na klar, gibt ja noch viele andere Mutationen. Ja, da hast du recht. Aber die sind eigentlich alle so ähnlich wie Willy, oder? Stimmt. Die werden dann nicht ins Lysosom transportiert oder nicht richtig aktiviert. Ja. Aber ich finde, du hast uns schon ganz gut dargestellt, wie das so laufen kann. Ja, finde ich auch. Kann ich jetzt wieder ins Labor? Ich habe da nämlich noch eine sehr wichtige Arbeit liegen. Ja, Karlchen, du kannst wieder ins Labor. Mach's gut. Tschüss. Ja, einen großen Dank an unsere kleine Laborratte. Forschermaus! Karlchen hat das ja jetzt alles super erklärt. Es gibt Mutationen und die habe ich verglichen mit dem Original. Es gibt welche, die haben gut funktioniert, eigentlich wie das Original, und welche, die haben nicht gut funktioniert und konnten eigentlich gar nichts mehr machen. Aber was ist da jetzt das Schlimme dran? Das Problem kommt mit Alpha-Synuklein. Denn wenn Alpha-Synuklein nicht geschnitten wird, dann verklumpt es. Und es verklumpt nicht nur ein bisschen, sondern in der ganzen Zelle. Wenn es in der Zelle zu viel davon gibt, dann blockiert es Transportwege, Kommunikationswege und die Zelle geht zugrunde. Geht es den Zellen schlecht und sterben die Zellen einfach, geht es natürlich auch dem zugehörigen Menschen schlecht. Aber wir haben jetzt was gelernt. Wir wissen, dass unser Catepsin D wichtig ist und dieses Alpha-Synuklein abbauen kann. Also wurde weitergedacht. Und andere Forscher, nicht ich, aber andere, haben künstlich Catepsin D hergestellt. Und das konnte wieder das Alpha-Synuklein schneiden. Haben wir geschnittenes Alpha-Synuklein, sammelt es sich natürlich auch in der Zelle nicht mehr an. Der Zelle geht's gut, dem Menschen geht's gut. Und das gibt neue Hoffnung. Denn wenn wir dieses verklumpte Alpha-Synuklein haben, können Krankheiten entstehen. Denn Mutationen sind von Anfang an da. Von Anfang an heißt von Geburt an. Das heißt, es gibt sehr kranke Babys oder sehr kranke Kinder. Aber auch die weniger schlimmen Mutationen können Probleme machen. Denn es gibt zum Beispiel Krankheiten wie Parkinson. Da gibt es viele kleine Mutationen, die zusammen mit Umwelteinflüssen dafür sorgen, dass im Laufe der Zeit eine Krankheit entsteht. Parkinson ist eine Krankheit, die vor allem bei alten Leuten auftritt. Sie beginnt mit einem Zittern und es kommen viele Symptome dazu, bis die Patienten irgendwann im Rollstuhl sitzen oder sogar bettlägerig werden. Aber dieses künstliche Catepsin D gibt uns Hoffnung, dass wir diesen Menschen helfen können. Ihr habt gesehen, es hat angefangen mit leuchtenden Zellen und mit Schwarz-Weiß-Bildern und dann wurde weitergedacht und wurde zusammengedacht. Und so konnte etwas erfunden werden, was vielleicht auch Anwendung findet, um solchen Menschen zu helfen. Dankeschön.